Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video mit der sogenannten Leistungsanpassung. Ich werde erläutern, woher dieser Begriff kommt. Ich werde Vor- und Nachteile der Leistungsanpassung erläutern und zeigen, wo sie zur Anwendung kommt. Grundsätzlich geht es bei der Leistungsanpassung darum, dass man das Verhalten von Spannungsquellen betrachtet. Man idealisiert dabei Spannungsquellen und betrachtet sie als eine Schaltung aus einer Spannung, die unveränderlich ist, manchmal auch Urspannung genannt, mit einem Innenwiderstand Ri, der ebenfalls unveränderlich ist. Das gilt übrigens nicht für alle Spannungsquellen, zum Beispiel nicht für Solarzellen. Dieses Modell wird aber tatsächlich bei den meisten Spannungsquellen angewendet. Dieses Modell hat den Vorteil, dass es sehr einfach ist. Es beschreibt die Spannung UL, die hier an der Last liegt, und den Gesamtstrom I bei Veränderungen der Last. Und es beschreibt auch Rückwirkungen, die die Last hat auf die Spannungsquelle. Es beschreibt allerdings nicht das innere Verhalten der Spannungsquelle, denn es ist ja ein sehr einfaches Modell der Spannungsquelle. Das heißt, ich kann mit Hilfe dieses Modells nicht erschließen, was sich wirklich innerhalb der Spannungsquelle, zum Beispiel einer Batterie, abspielt. Wir sehen hier nun diese Spannungsquelle, bestehend aus dem Innenwiderstand Ri, der Urspannung U, die ich als unveränderlich betrachte, mit einer angeschlossenen Last. Verändert sich nun dieser Wert der Last, also dieser Widerstand, so wird sich natürlich auch der Strom ändern. Mit dem sich verändernden Strom wird an diesem Innenwiderstand eine andere Spannung abfallen als zuvor. Und die Spannung UL an den Klemmen, die ich hier abgebildet habe, wird sich ebenfalls verändern. Das heißt, dass dieses einfache Modell durchaus die Rückwirkung der Last auf die Spannungsquelle berücksichtigt. Alles allerdings im Hinblick auf die äußere Schaltung. Im weiteren Verlauf des Videos werde ich nun für schwankende Werte des Widerstandes RL die Spannung UL betrachten, die Stromstärke in dieser Schaltung, die Leistung im Lastwiderstand PL gleich UL mal I, den Wirkungsgrad der Schaltung, und in weiteren Videos werde ich dann beim Thema Spannungsanpassung mir das Verhalten der Spannung UL ansehen und auch das Verhalten des Stromes I bei der sogenannten Stromanpassung. Als nächstes werde ich nun einige relativ einfache Gleichungen herleiten für den Strom, für die Spannung und für die Leistung im Lastwiderstand. Für den Strom, der in dieser Schaltung fließt, es gibt ja nur den einen Strom, es handelt sich ja nur um eine Reihenschaltung, gilt I gleich U durch R Gesamt. R Gesamt besteht aus Ri plus RL, sodass also diese Gleichung zur Berechnung von I dient, wenn ich U kenne, Ri kenne und verschiedene Werte von RL betrachte. Die Gleichung für die Spannungsberechnung UL gleich I mal RL. RL ist ja ein Wert, den ich schwanken lassen werde. Für I setze ich nun einfach diese Gleichung ein, das ist hier geschehen. Somit komme ich hier zu einer Gleichung, die mir das Verhalten der Spannung UL in Abhängigkeit von U, Ri und RL widerspiegelt. Zur Leistungsberechnung: PL ist gleich UL mal I. Hier kann ich nun einfach für UL diese Gleichung setzen, das ist hier geschehen. Und für I setze ich diesen Term ein, das ist hier geschehen. Das Ganze zusammengefasst sehen wir hier. Hier nun einmal die wesentlichen Gleichungen ohne die Zwischenschritte. Als nächstes schaue ich mir nun in einem Diagramm an, wie sich dieser Strom verhält, wenn RL schwankt. Gehe ich zunächst davon aus, dass RL den Wert 0 Ohm hat, so wird der Strom nur noch von Ri bestimmt. Wenn ich von 10 Volt Urspannung ausgehe und einen Innenwiderstand von 0,5 Ohm annehme, kommt dabei eine Stromstärke von 20 Ampere heraus, die ich hier abtrage. Wird nun der Widerstand nach und nach vergrößert, bis theoretisch ins Unendliche, so wird die Stromstärke durch diese Schaltung immer kleiner werden, weil der Gesamtwiderstand größer wird.
Das genau gemäß dieser Gleichung. Wir sehen hier den entsprechenden Funktionsverlauf. Ist also keine lineare Funktion. Als nächstes schaue ich mir nun den Verlauf der Spannung UL an, wenn sich der Widerstandswert RL von 0 bis auf sehr hohe Werte ändert. Wenn der Widerstandswert RL 0 beträgt, fällt hier natürlich keine Spannung ab. Das heißt, für RL gleich 0 habe ich hier einen Punkt in das Diagramm einzutragen. Wird nun dieser Widerstand sehr groß werden und damit viel größer als dieser Widerstand, so wird fast die gesamte Urspannung am Lastwiderstand abfallen. Das heißt, mit größer werdendem Widerstand RL wird die Spannung UL sich immer mehr dem Wert der Urspannung, die ich hier mit 10 Volt angenommen habe, annähern. Das Ganze geschieht gemäß dieser Gleichung, die genau diesen Funktionsverlauf widerspiegelt. Um von den beiden Diagrammen, die ich gerade gezeigt habe, zur Leistung zu kommen, das wird nämlich hier ein wesentlicher Schritt sein, die Leistung zu betrachten, trage ich nun sowohl den Verlauf der Spannung als auch den Verlauf des Stromes in ein Diagramm ein. Da die Leistung PL gleich UL mal I ist, muss ich nun also, um hier eine Leistungskurve eintragen zu können, an jeder einzelnen Stelle den Wert der Spannung mit dem Wert des Stromes multiplizieren. Das muss nun also hier sukzessive für jeden Wert passieren. Im nächsten Diagramm, das ich gleich darstellen werde, ist das dann sehr genau durchgeführt worden. An dieser Stelle möchte ich auf zwei besondere Punkte hinweisen, nämlich einmal an dieser Stelle, hier ist die Spannung 0. Und damit muss auch die Leistung im Lastwiderstand 0 sein. Das heißt, ich kann hier schon einen Punkt abtragen für die Leistung, hier braun gekennzeichnet. An dieser Stelle im Unendlichen oder bei sehr großen Widerständen von RL ist der Strom gleich 0 bzw. nahe 0. Und damit ist auch die Leistung im Lastwiderstand gleich 0 und ich kann auch diesen Punkt schon eintragen. Das heißt, dass für größer werdende Widerstände von RL die Leistung bei 0 beginnt und in irgendeiner Form verläuft und sich schließlich wieder der 0 annähert. Genau diesen Verlauf habe ich in diesem Diagramm abgetragen. Sie sehen hier wieder den Verlauf des Stromes, der ja mit größer werdendem Widerstand kleiner wird, den Verlauf der Spannung, die mit größer werdendem Widerstand größer wird. Die braune Linie entspricht nun der Leistung in dem Lastwiderstand, die ja durch die Multiplikation aller einzelnen Werte U und I gebildet wird. Sie sehen, dass zunächst die Leistung sehr stark ansteigt. Ich habe ja hier eine Spannung von 10 Volt Urspannung angenommen und einen Innenwiderstand von 0,5 Ohm. Und bei 0,5 Ohm im Lastwiderstand, dann, wenn der Lastwiderstand den gleichen Wert hat wie der Innenwiderstand der Spannungsquelle, wenn also RL gleich RI ist, erreicht die Leistung ihren maximalen Wert. Wird der Widerstand RL nun weiter vergrößert, so sinkt die Spannung U weiter ab und wird, wenn ich das Diagramm immer weiter zeichne, schließlich gegen 0 laufen. Dieses Maximum ist für die Leistungsanpassung der namensgebende Faktor. Denn an dieser Stelle, wenn RL gleich RI ist, wird die maximale Leistung am Lastwiderstand abgegeben. Das bedeutet auch, dass nur für RL gleich RI die maximale Leistung aus der Spannungsquelle entzogen werden kann. Die Vermutung, dass damit Spannungsquellen überwiegend bei der sogenannten Leistungsanpassung mit RL gleich RI betrieben werden, ist allerdings ein Irrtum. Darauf werde ich jetzt näher eingehen. Zunächst nochmal ein kleiner Überblick über die Leistungsanpassung. Sie ist dann gegeben, wenn RL, der Lastwiderstand, den gleichen Wert hat wie RI, der Innenwiderstand der Spannungsquelle, da dann die maximale Leistung entnommen werden kann. In manchen Fällen ist es günstig, die Spannungsquelle bei Leistungsanpassung zu betreiben.
Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn hochfrequente Signale der Spannungsquelle entnommen werden, weil man dadurch Reflexion vermeiden kann. Das gilt auch für sehr lange Signalleitungen. Dann kann man, wenn man die Spannungsquelle bei Leistungsanpassung mit einem entsprechenden sogenannten Wellenwiderstand betreibt, ebenfalls Reflexion vermeiden. Das gilt aber auch für Spannungsquellen, die nur eine sehr geringe Leistung liefern, wie zum Beispiel Antennen oder auch Solarzellen. Das ist allerdings ein besonderes Thema, denn die Leistungsanpassung bei Solarzellen ist etwas komplizierter, da sich die Solarzellen nicht linear verhalten. Die Leistungsanpassung wird aber nicht, wie so häufig behauptet, zum Beispiel bei Lautsprechern oder anderem Studio-Equipment betrieben. Ich verweise hier auf ein entsprechendes Dokument, in dem das Ganze näher erläutert wird. Warum aber nun ist die Leistungsanpassung in vielen Fällen nicht geeignet, obwohl ich ja dabei das Maximum an Leistung aus der Spannungsquelle entnehmen kann? Darauf werde ich jetzt eingehen. Um die Anwendungsfälle der Leistungsanpassung wirklich einordnen zu können, muss ich mich unbedingt mit dem Wirkungsgrad der Spannungsquelle unter bestimmten Bedingungen befassen. Schauen wir uns nun den Fall an, dass die Spannungsquelle tatsächlich bei Leistungsanpassung betrieben wird, dass also der Lastwiderstand genauso groß ist wie der Innenwiderstand der Spannungsquelle. Dazu schaue ich mir nun den Wirkungsgrad an. Der Wirkungsgrad eta ist gleich der Nutzleistung geteilt durch die zugeführte Leistung. Die gesamte zugeführte Leistung dieser Schaltung besteht aus der Leistung im Innenwiderstand plus der Leistung im Lastwiderstand. Ich muss nun also die Leistung im Lastwiderstand PL teilen durch die Leistung im Lastwiderstand plus der Leistung im Innenwiderstand. Da aber nun diese beiden Widerstände gleich groß sind, fällt an beiden Widerständen die gleiche Spannung ab. Es fließt der gleiche Strom durch beide Widerstände und somit sind auch die Leistungen gleich groß. Das heißt, die Leistung, die hier im Nenner steht, ist doppelt so groß wie die Leistung im Zähler, wodurch ich auf einen Wirkungsgrad eta von 0,5 komme. 0,5, das entspricht 50%. Mit anderen Worten, es wird zwar die maximale Leistung aus der Spannungsquelle entzogen, aber es wird genauso viel Leistung, wie hier außen entnommen wird, quasi innerhalb der Spannungsquelle verbrannt. Damit können viele Spannungsquellen, zum Beispiel Generatoren, gar nicht bei Leistungsanpassung betrieben werden, da sie sich gnadenlos aufheizen würden. Außerdem würde man mit diesem miserablen Wirkungsgrad jede Menge Energie verschwenden. Darüber hinaus muss man noch beachten, dass bei den Verhältnissen RL gleich RI die Spannung UL an den Klemmen der Spannungsquelle sehr stark von diesem Widerstand abhängig ist, also sehr stark schwankt, wenn sich dieser Wert hier ändert. Das bedeutet, dass die Leistungsanpassung für Energieübertragung absolut inakzeptabel ist, ganz im Gegensatz zu manchen anderslautenden Behauptungen. Hier nochmal zusammenfassend, die Leistungsanpassung hat riesige Nachteile, da der Wirkungsgrad bei Leistungsanpassung nur 50% beträgt, die Spannung somit auch instabil wird und damit starke Verzerrungen an der Last auftreten. Für Energieübertragungszwecke ist die Leistungsanpassung damit absolut inakzeptabel. Ich werde in weiteren Videos auf die sogenannte Spannungsanpassung und die Stromanpassung eingehen und zeigen, welche dieser beiden Anpassungen dann für Energieübertragung oder andere Zwecke wirklich vernünftig einzusetzen ist. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen hier anschaulich und vernünftig erläutern, warum die Leistungsanpassung für manche Zwecke völlig indiskutabel ist, zum Beispiel bei der Energieübertragung oder auch bei Lautsprechern. Hingegen bei leistungsschwachen Spannungsquellen, zum Beispiel Signale, die über Antennen empfangen werden, durchaus in Frage kommt und sogar angewendet werden muss. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn Sie dieser kleinen Serie weiter folgen. Und ich würde mich natürlich auch darüber freuen, wenn Sie mir einen Daumen hoch geben und meinen Kanal abonnieren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.